Hallo ihr Lieben, hier ist Diane von Neko. Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit dem Neko-Strickspiel Ostereier strickt. Hier seht ihr sie. Dazu braucht ihr etwas Füllwatte und Wolle natürlich und das Neko-Strickspiel. 1, 2, 3, 4. Das gleiche macht ihr mit der zweiten Nadel. Eins, 2, 3, 4. Die schiebt ihr auch auf den Bogen. Nun bildet ihr den Kreis. Die erste Reihe einfach rechts abstricken. Die erste Masche immer ein bisschen fester ziehen. So, bei der nächsten Reihe nehmt ihr jetzt jede zweite Masche zu. Das hier unten ist die Muttermasche. Seht ihr die? Da stecht ihr jetzt rein in die eine Hälfte von der Muttermasche und strickt daraus eine neue. Dann strickt ihr die eigentliche Masche ab und jetzt von der anderen Seite nochmal in die Muttermasche. Das schaut dann so aus. Man hat praktisch aus einer Masche 3 Maschen herausgestrickt. Die nächste Masche wieder rechts und dann nochmal mit der Muttermasche die Zunahme. Wieder eine Masche rechts und zunehmen. Da ist die Muttermasche hier. Einmal davor eine Masche herausstricken, dann die eigentliche Masche rechts und nochmal in die Muttermasche rein. Dann wieder glatt rechts und das gleiche noch einmal. Nun sieht man schon den kleinen Kreis. Die nächste Reihe wird einfach rechts gestrickt. Wir müssten jetzt 8 Maschen auf jeder Nadel haben. Die nächste Reihe wird einfach rechts gestrickt. Nun wieder dort zunehmen, wo wir vorher zugenommen haben. Hier sieht man dann ein ganz kleines Loch drunter. Und jetzt nehme ich hier, das ist die Muttermasche von dieser Masche, nehme ich wieder so zu, wie ich es vorhin gezeigt habe. Wieder drehen, wieder schön auf den Bogen ziehen und die nächste Seite. Da an der Masche findet die Zunahme wieder statt. Den Faden ein bisschen festziehen. Ich kann den auch mal nach hinten legen. So, hier sieht man jetzt schön den Kreis. Das wird wiederholt, bis man auf jeder Nadel 20 Maschen hat, also insgesamt 40 Maschen. Die nächste Reihe wieder glatt rechts. Nun findet wieder die Zunahme statt. Wieder glatt rechts. Jetzt hat man auf jeder Nadel 16 Maschen und jetzt findet die letzte Zunahme statt. Schön festziehen den Faden hier unten. So sieht das dann aus. Das ist praktisch der Boden von dem Ei. Jetzt stricke ich 3 Runden glatt rechts. Man kann dann auch mal eine andere Farbe nehmen, das mache ich auch gleich. Jetzt nehme ich mal eine andere Farbe, mal
gelbe Wolle. Man kann auch ein Muster reinstricken. Ihr seht, ich kann die schön mir so zurechtbiegen, die Nadel. Ich habe die immer gerne zwischen meinem Daumen und dem Zeigefinger. Nun beginne ich mit der Abnahme. Dazu stricke ich habe ja 20 Maschen insgesamt jetzt auf einer Nadel. Und nun stricke ich die 9. und die 10. Masche zusammen glatt rechts ab. Dann nehme ich pro Reihe 4 Maschen ab insgesamt. Und diese Abnahme wiederhole ich dann jetzt alle 3 Reihen und das zweimal. Also das habe ich jetzt gemacht. Dann habe ich jetzt insgesamt nur noch 18 Maschen auf jeder Nadel. Nun nehme ich wieder ab. Und dabei stricke ich jetzt die 8. und die 9. Masche zusammen jeweils. Jetzt habe ich hier auf der Nadel 14 Maschen liegen. Und jetzt stricke ich eine Reihe rechts. Jetzt nehme ich jede Reihe weiter ab. Also jetzt die 6. und 7. Masche zusammenstricken. Das mache ich, bis ich nachher auf jeder Nadel nur noch 2 Maschen habe. Und durch die letzten Maschen ziehe ich dann den Faden und ziehe es zusammen. Ich fülle schon mal ein bisschen Watte rein. So, Faden abschneiden. Ich lasse den ein bisschen länger. Ich wünsche euch schöne Ostern und vielleicht habt ihr es geschafft, selbst ein paar Eier gestrickt zu haben. Wenn ihr mehr über unsere Produkte erfahren möchtet, dann besucht uns auf unserer Webseite www.necoknit.com. Eure Diane.